For English subtitles, activate the subtitle button, please. Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Reptil TV. Ich habe es wieder besonders schwer erwischt. Wir sind hier auf den Islas de Perlas, das ist eine Inselgruppe vor Panama. Hinter uns ist der Jaime mit einem Boot und wir fahren jetzt auf die Insel Saboga. Da wollen wir die Boa Constrictor sabogae suchen, ne? Diese Saboga-Unterart der Boa Constrictor, die auch in den deutschen Terrarien noch eine absolute Rarität ist, und schauen, ob wir richtig reinrassige Tiere finden. Hier befinden wir uns auf den Islas de Perlas. Die größte sehen wir hier rechts im Bild, die Isla del Rey. Dort hat es allerdings keine Unterkünfte oder Hotels oder irgendwas, was man nutzen kann. Touristisch erschlossen bzw. mit Unterkünften haben wir hier die Contadora. Und das ist auch da, wo wir uns jetzt befinden. Und genau gegenüber hier ist die Saboga, wo man die Boa Constrictor sabogae, also man sehen, der Name Sabogae kommt eben von dieser Insel, wo ich die suchen möchte. Das ist Contadora, wo sich unser Hotel oder unsere Unterkunft befindet. Wir fahren jetzt hier rüber nach Saboga. Also der Abstand hier zwischen den Inseln ist wirklich sehr gering. Das sind zum Teil weniger als 500 Meter oder vielleicht mal 1 Kilometer Abstand. Also ich für mich würde denken, dass diese Boa Constrictor sabogae, wenn dann auf den ganzen Inseln beheimatet ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die hier endemisch ist, nur auf dieser einen Insel. Wobei die Einheimischen, die sagen, dass es hier auf Sabogae oder auf Saboga besonders viele Schlangen gibt. Ich nehme an, dass daher dieser Name rührt und dass man diese Boa Constrictor auch auf den anderen Inseln finden kann. Außer der Sabogae gibt es auch noch eine Corallus enidris Art hier. Habe ich bis jetzt noch nicht in Original gesehen, aber ich konnte gestern Fotos davon sehen. Wäre natürlich auch schön, wenn wir so eine Corallus enidris noch in Original finden würden. Wir werden jetzt hier vorne anlegen. Es gibt hier so eine kleine Gemeinschaft auf dieser Insel oder so ein kleines Dorf. Da hinten sehen wir den Kirchturm, der natürlich in einem lateinamerikanischen Land ganz wichtig ist, La Iglesia. Wir laufen jetzt hier so in die Insel rein. Hier ein bisschen so ein Weg. Nach vorne rennt ein Schwein. So, der Weg wird jetzt ein bisschen schmaler. Zum Glück wird es auch ein bisschen kühler. Also wir hatten jetzt hier in der Sonne gefühlte 60 Grad, gemessene knapp 40. Jetzt hier im Wald ein bisschen schattiger. Jetzt wird es ein bisschen angenehmer. Ich denke, wir haben jetzt so runde 30 Grad hier. Also er hat mir gerade erklärt, dass er die Boa oben in den Bäumen sucht. Da würde sie sich unter den Blättern verstecken, die sich vor der Sonne. Die Sonne würde die Haut verbrennen, hat er gesagt. Deswegen sind die im Schatten. Am besten wäre es, wenn man morgens schauen geht. Ja, wir haben jetzt leider mittlerweile schon fast gegen Mittag. Ich bin jetzt nur mal gespannt, ob wir auch wirklich hier dann die Boa Constrictor finden oder ob das so baumtechnisch dann doch auf Corallus enidris rausläuft. Was zwar interessant wäre, aber mir wäre eine Boa Constrictor wäre interessanter. Wäre eigentlich das, was wir hier suchen. Vom
Biotop her auch interessant. Ja, mal schauen hier diese Palmen, wenn ihr euch an die Mamba-Folge erinnert. Das waren genau diese Palmen, wo wir die Mambas gefangen haben. Wobei wir sind jetzt hier in Amerika, also neuweltlich. Von dem her kann es hier keine Mambas geben. Aber interessant vom Biotop her, weil es wirklich genau das gleiche Biotop ist hier mit diesen Palm Trees. Er sagt jetzt da oben, hat's. Ah, okay, ich sehe sie. Ah, da oben hockt sie. Okay. So im Bild der mittlere Ast, der nach rechts vom Stamm weggeht. Dummerweise liegen zwischen uns und der Schlange etliche Meter. Also wenn ich hier den Stock von dem Ahmed sehe, da tut mir jetzt schon die Boa leid. Ich denke, die bessere Methode ist, ich probiere mal hoch zu klettern. Ja, ist eine Boa Constrictor. Ein bisschen über 1 Meter. Und die kommt jetzt sogar zu mir, beziehungsweise ich glaube, die will höher. Okay. Auge in Auge. Ja, die ist auch voll anständig, die beißt auch nicht bis jetzt. Also ich habe sie jetzt hier in der Hand. Aua, jetzt beißt sie doch. Scheiße. Ja, jetzt hat sie mich in die Schulter. Idea. Ja. Ah, perfekto. Ja. Sie. Ah. Der Führer gibt jetzt den Rucksack hoch, Okay, perfekto. weil sie Stefan schon zweimal gebissen hat. Wenn ich schon vom Baum fall, dann will ich es auch gefilmt. Jetzt bin ich hier wieder mit meiner Beute. Hier im Beutel drin. Ich freue mich, dass wir erfolgreich waren. Bin ich echt froh, dass wir was finden konnten. Noch kurz zu dem Baum, den haben wir jetzt ein bisschen geschändet und drangsaliert. Wir sind hier in den Tropen, also keine 2 Monate später, da sieht es hier kein Mensch, dass wir hier ein bisschen gewütet haben. Also von dem her macht euch bitte keine Sorgen um den Baum. So, hier haben wir das Rucksäckchen. So sieht sie aus, die hübsche. Ich würde sagen, auffallend ist, dass sie wenig Zeichnung hat, fast keine Sattelflecken. Vielleicht ein bisschen ähnlich wie eine Hog Island. Von der Farbe her gelblich oder Schwanz. Der Schwanz ist gelblich. Der Kopf ist hell. Ich finde, sie hat einen recht großen Kopf, also eher, ich würde sagen, der Kopf erinnert mich jetzt wieder eher an Constrictor wie an Imperator. Noch den Bauch zeigen. Der Bauch ist einfarbig, Elfenbeinfarben.
Schon interessant, wie schnell die jetzt eigentlich brav geworden ist. Auch ohne Fernseher. So, wir haben die Kleine gefilmt, geknipst, vermessen, angeschaut. Jetzt darf sie wieder in ihr Bäumchen zurück. Ah. Also der Guide meint, die will wahrscheinlich gar nicht auf ihren Baum. Hat er recht. Die will lieber auf den Boden und abhauen. Da geht sie dahin. Hat es auch gar nicht einmal so eilig, wie man denken würde. Ich verlasse jetzt die Islas de Perlas wieder. Ich habe gefunden, was ich gesucht habe, was ich euch zeigen wollte. Noch kurz, der Guide, der mit uns gestern unterwegs war, der hat mir noch ein bisschen über die Boas erzählt. Also wir haben jetzt hier im Moment Regenzeit, die sagen Sommer dazu. Im Sommer sind die Früchte reif auf den Bäumen und dann kommen die Vögel und fressen die Früchte und deswegen liegen die Boas im Sommer auf den Bäumen. Im Winter ist das Verhalten anders, also die sagen Winter dazu. Ne? Winter heißt einfach, dass es ein bisschen, aber scheinbar auch regnet. Also jetzt haben wir Regenzeit, aber im Winter wird es regnen, sagen sie. Und dann sind allerdings keine Früchte reif. Und dann sind die Boas auf dem Boden, weil die Vögel kommen dann scheinbar auf den Boden zum Wasser trinken. Und dann findet man die Boas auf dem Boden, die Vögel auflauern. Ich hatte gefragt, ob die Boas auch Ratten oder Mäuse fressen. Und er sagt, ja, würden sie auffressen, aber hauptsächlich halt Vögel. Ne? Ist bestimmt auch eine interessante Tatsache, dass diese Boa Constrictor sabogae hauptsächlich ein Vogelfresser ist. Man kann so an dem schlanken Körperbau, denke ich, sieht man es auch, dass sie einfach vom Verhalten her anders sind wie ein typischer Imperator oder eine Constrictor. Das wollte ich euch noch erzählen, ich fand es interessant. Und jetzt geht's zurück. Machen wir Sommer ohne so langes Gelaber. So, da bin ich wieder in meiner Beute. Noch kurz für die, sozusagen die Besorgten. Conny, halt mal das Mikrofon in meine Richtung. Nur so, dass man es nicht in der Kamera sieht. Guck mal, ich schmeiß dir mal den Stock runter. Schatz? Ich habe gerade andere Sorgen. Ich habe alles für Ameisen. Okay, nimmst du gerade noch auf, oder? Ja. Okay. So, hier haben wir das gute Stück. Ich wollte gerade sagen, sie ist relativ brav. Ja, sie hat mich einmal hier ein bisschen in die Schulter gebissen. Aber sonst war sie eigentlich anständig bis jetzt. Okay, die Seiten sind vorbei, wo sie anständig war. Jetzt käme normal mein Trick, den ich immer propagiere, abends vor dem Fernseher sitzen. Wir haben leider keinen Fernseher hier. Es ist auch nicht abends. Also ist doch relativ anständig. Aua! Okay, also die andere, die sehen Sie bloß ab und zu, die auf dem Boden lebt. Ist mir aber egal, weil ich wollte die hier sehen. Jetzt habe ich bloß hier an meinem Schenkel. Beißt mich irgendwas? Egal. Was ein schöner Sonnenbrand. Wieder heimlich gehen. So, wir waren ohne so. Guti.